Der Mythos des Schöpfers, ja, dass einer als Einzelner, ja, dieser Mythos des Schöpfers, einer als Einzelner, ja, mit eigenen Händen, ja, ohne jegliche Hilfe, ja, nur mehr ein Kunstwerk macht, ja, das ist auch etwas, was sich verändert. Ja. Sie sehen ja schon die Paradoxien, wenn Sie ins Kino gehen. Da steht am Anfang groß da ein Film von David Fincher, ein Film von Lars von Trier, ein Film von Rainer Werner Fassbinder, ein Film von Godard. Aber dann kommt eine fast halbstündige Abspann, wo all diejenigen Namen erwähnt werden, die diesem Film beigetragen haben. Der Film ist in der Tat ganz eindeutig ein kollektives, das Werk eines Kollektivs. Ja. Klarerweise mit einer bestimmten Dirigentenschaft. Ne. Das heißt wie eine Musik, ja, ganz deutlich. Ja. Da gibt es die Globalisten, aber er braucht die Musiker. Ja. Heute sind wir dabei im Aufbruch zu einem nicht lokal gebundenen Universum. Dieses nicht lokal gebundene oder nicht lokale Universum wird transportiert und mediatisiert von nicht lokalen Trägermedien. Alle neuen technischen Medien sind nicht lokal gebundene Medien. Und das Subjekt, das sich in dieser von Ferndaten produzierten Welt bewegen wird, ist selbst ein vernetztes und verschränktes Subjekt, dessen Teile eben nur mehr aus relativer Perspektive als korrekt gesehen werden können. Damit werden auch biografische Entwürfe, die noch verbunden sind mit Pflicht, mit Schuld, mit Muss, mit Tragik, wie sie die europäische Literatur in den Kern hinein geordnet haben, auch diese biografischen Entwürfe werden zum Teil überflüssig. Es wird nicht mehr notwendig sein, dass Ödipus seinen Vater umbringt, und mit seiner Mutter schläft, um das Schicksal zu erfüllen, dem man nicht enteilen kann, sondern im Gegenteil. Wenn Sie es so hören wollen, er braucht seinen Vater nicht umzubringen, um mit seiner Mutter schlafen zu können. Die Frage ist klarerweise auch, was ist die Position des Subjekts, des Individuums in der künftigen Mediengesellschaft? Auch hier können wir schon heute Ansätze und Spuren davon in der Gegenwart finden. Bisher hat man die Idee gehabt, der Mensch ist, was er ist. Jetzt kann man deutlicher sehen, der Mensch kann sich zu dem machen in der Zukunft, was er sein möchte. Also man kann sagen, bisher hat gegolten, erkenne dich selbst. Das hat geheißen, du bist, was du bist und sollst herausfinden, was du bist. Das wäre der erkenntnistheoretische Impuls, herauszufinden, was du bist. Der Slogan heißt heute schon, konstruiere dich selbst. Finde deine Möglichkeiten heraus. Nur dieses Angebot der Konstruktion ist nicht abhängig von der Umwelt, genauer gesagt von der Gesellschaft. Also muss man es so definieren, finde heraus, welche Optionen die Gesellschaft dir anbietet. Also in der Mediengesellschaft wird es geben das optionale Subjekt. Das Subjekt wird sich entwickeln auf die Optionen hin, die die Gesellschaft anbietet. Es muss klarerweise dann auch noch mitbringen, das ist das Einzige, was ihm dann noch von der Natur übrig bleibt, ist, dass es mitbringen muss, die Fähigkeit mitbringen muss, die Intelligenz mitbringen muss, den Charakter mitbringen muss, eben dieses Angebot auch wahrzunehmen. Und dieses optionale Subjekt wird natürlich im Laufe seines Lebens verschiedene Angebote bekommen von der Gesellschaft. Die Angebote an das Jugendzeitalter werden anders sein, zum Beispiel revolutionärer, als die Angebote, wenn jemand alt ist. Das heißt, das optionale Subjekt wird im Laufe seines Lebens verschiedene Positionen durchlaufen. Man könnte also auch sagen, das Subjekt der Mediengesellschaft ist ein positionales Subjekt. Es nimmt im Laufe seines Lebens verschiedene Positionen ein. Die Debatten und die biografischen Konstellationen, die wir heute immer wieder erleben, im Zusammenhang mit Politikern, die eine revolutionäre Vergangenheit haben und dann
von Staatsfeinden zu Staatsträgern werden, zeigt gerade schon jetzt, was in Zukunft alle Menschen erreichen wird. Also ein Beispiel von Filmschauspielern, Beispiel von Politikern können wir schon jetzt erkennen, dass es in Zukunft keine fixe Biografie, auch nicht einmal mehr eine kontinuierliche Biografie geben wird, sondern es gibt Sprünge, fragmentarische Biografien. Es gibt nur mehr Positionen, die der Mensch im Laufe des Lebens durchlaufen wird. Und die Positionen sind abhängig von den Optionen, die die Gesellschaft anbietet und dem Vermögen des Subjekts, diesen Optionen auch gerecht zu werden. Das heißt, das Ich hat nicht mehr diese Eigenschaft, dass es sozusagen sich mit dem zufrieden gibt, was es ist, sondern man kann auch nicht immer mehr sagen, cogito ergo sum, sondern wird sagen müssen, du bist das, du wirst das sein, dein Sein wird abhängig sein von dem, was du optional und konstruktiv erreichen kannst. Dieses Subjekt hat dann auch nicht mehr die Psyche, wie sie noch Freud versucht hat, in seiner inneren Struktur zwischen Es, Ich und Über-Ich zu definieren. Es wird nicht mehr so sein, dass das Über-Ich regulierend eingreift, dass Es zu Ich werde. Freud hat ja gesagt, dort wo Es ist, soll Ich sein. Das heißt, dort wo die Triebe sind, das Unbewusste, soll Vernunft und Ratio herrschen. Sondern es wird dieses Regelwerk zwischen symbolischer Ordnung, imaginärer Ordnung und dem Realitätsprinzip wird viel radikaler noch, als es bisher wahrgenommen worden ist, von gesellschaftlichen Strukturen ersetzt werden. Dabei werden wir entdecken, dass das, was wir bisher geglaubt haben, dass der Mensch sei, nicht mehr der Fall ist. Die ganzen Debatten, die wir heute auch zu beginnen, nämlich die genomische Debatte, sogar die postgenomische Debatte, die Cloning-Debatte, die DNA-Code-Debatte, also diese biologischen Debatten. Wie kann die Identität eines Menschen definiert werden? Sind die Gene der Ort unserer Identität? Ist der Körper, ist die Anatomie der Ort unserer Identität, unser Schicksal? Diese ganzen Fragen der Konstruktion des Geschlechts, die Fragen der Identitätsnachweise, der Identitätsspiele durch DNA, durch Interventionen und Eingriffe in den Fötus, in den Bauch der Mutter, durch die genomische Korrekturen, durch den genetischen Code. All diese Debatten, auch wenn sie noch so biologisch geführt werden, weisen darauf hin, dass sie mehr denn je nicht nur der Mensch selbst ein Konstrukt ist, nicht nur ein anatomisches Konstrukt ist, ein geschlechtliches und soziales Konstrukt, sondern dass wir in Wirklichkeit gar nicht wissen, was der Mensch war. Das heißt, der Entwurf des Menschen wird sich extrem ändern und diese entschätzlichen, pöbelhaften Fernsehspiele, die wir heute gewahr werden, die sind, auch wenn sie noch so pöbelhaft sind und noch so vulgär, sind die ersten Einzelnen dafür, ein Menschenbild zu entwerfen, jenseits des Humanen. Und das hat natürlich jetzt nicht nur tragische Aspekte und Aspekte des Untergangs, sondern auch in dieser Tragikomödie des Humanen wird sichtbar, was aus dem Menschen werden kann. Nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Das heißt, die Identitätsbegriffe, die waren ja doch bisher sehr stark an Eigentumsbegriffe gekoppelt. Eine Art Ontologie des Eigentums. Man könnte eher so sagen, das Ich ist definiert werden, das Ich ist das, was es hat, das Ich ist das, was es vermag. Wir werden in Zukunft ein viel flüssigeres Ich haben. Das heißt, das, was wir heute erleben, diese Preisgabe des Intimen, dieser exhibitionistische Ausverkauf an den Narzissmus, der dann massenmedial verwertet wird, diese übersteigerten egomanen Inszenierungen. Und die ganzen Massenmedien sind im Augenblick nichts anderes geworden, als wie Dilettanten an der Macht, als wie Dilettanten mit epigonalen und übersteigernden Inszenierungen des Ichs weisen darauf hin, auch auf diesem massenmedialen Niveau, dass das Ich versucht, aus dem Theater des Seins auszusteigen, um zu einem Theater der Simulacra und einem Theater der Illusionen zu werden. Das heißt, die Scheinbilder, die uns die Medien heute liefern, zeigen in allen ihren Verzerrungen doch zum ersten Mal einen Horizont dessen, wohin das Ich sich entwickeln wird. Und dass wir klarerweise nicht mehr das Ich sein, das es mal gewesen ist, aber wir werden auch entdecken, dass das, was wir vorgeblich als das Ich und das Subjekt gehalten haben und dass wir heute sehen, das verschwindende Subjekt, was wir heute miterleben, das Verschwinden des klassischen Subjekts, dass es dieses Subjekt, dieses Ich in Wirklichkeit nicht gegeben hat, sondern dass es schon immer eine bürgerliche Fiktion gewesen ist, die halt von der Kultur als solche verfestigt wurde. Sondern das
Ich wird vieles, was es bisher als Eigentum betrachtete, teilen. Das, was ich vorhin genannt habe, distribuierte Wirklichkeit, distribuierte, verteilte Virtualität, wird auch für das Ich gelten. Das Ich wird Organe teilen, wird scheren. Ne? Es wird möglich sein, sozusagen die festen Bestandteile, ja, von der Anatomie bis zu den Genen, von den Organen bis zu den genetischen Code, das wird geteilt werden. Ja? Das heißt, man kann nicht mehr sagen, ich bin, was ich bin, weil das ist meine Hand, das ist meine Leben, das ist mein Herz. Wir leben schon heute das Menschenleben mit einem fremden Herz, mit einer fremden Hand. Ja? Und es wird da kommen, wenn man sagt, was ist eigentlich noch von mir? Und das Ich wird dann nicht mehr definiert werden durch das, was es hat und was es besitzt. Das sagt, das ist meine Hand, das ist meine Nase, das kann operiert werden. Die Augen können gefälscht werden, die Haut kann anders gemacht werden, die Farbe der Haut kann anders gemacht werden. Das Ich wird wird definiert werden als Summe dessen, was ich erfahren habe, und als Summe dessen, was ich als Potenzial optional für mich noch habe. Ja, das Ich sozusagen wird nicht mehr ein Kontinuum sein von Raum und Zeit und von Fleisch und Knochen, sondern das Ich wird sprunghaft sich entwickeln, ja, nach den Konzentrationsmöglichkeiten und Optionsmöglichkeiten, die mir angeboten werden. Und dieses Ich ist wahrscheinlich ein besseres Ich als das, was wir aus der klassischen Geschichte des Menschen kennen. Eine zweite Vision der Mediengesellschaft bezieht sich auf die Entwicklung der Sinne des Menschen. Die menschlichen Sinne teilt man ja ein in Fernsinne, das ist das Auge und das Ohr. Und in Nahsinne, das sind die Tastsinne, die Berührungssinne, die Haut und die Finger. Klarerweise, das heißt in den technischen Medien Telemedien. Tele heißt auf Griechisch Ferne. Wir haben Fernsehen, also Television, wir haben Fernhören, Telefon. Die technischen Medien haben es ermöglicht, dass wir weiter unsere Fernsinne entwickeln. Die technischen Medien, nachdem alle technischen Medien Telemedien sind, also alles Fernmedien, können nicht den Nahsinn entwickeln, können nur die Fernsehen entwickeln. Dadurch kommt es zu einer Dominanz sowohl des Auges wie des Ohrs. Natürlich in der Hauptsache des Auges. Deswegen kommt es mit einer Explosion des Visuellen in der heutigen Gesellschaft. Das hat weitreichende Konsequenzen. Und die erste Konsequenz, die wir haben, ist das Entstehen der Ferngesellschaft. Die technischen Medien, da sie Telemedien sind, also Medien der Ferne, werden zunehmend eine Gesellschaft der Ferne errichten. Das ist eine Gesellschaft, wo eben unsere Fernsinne, Auge und Ohr, unterstützt werden von den Telemedien und eben dabei eben eine Prozessierung der Sinnesdaten ermöglichen, die eben nur mehr auf Ferndatenverarbeitung besteht. Also wird die Welt aus einer Welt der Nahsinne, das ist die Welt der Höhle, der platonischen Höhle, immer mehr in eine Welt der Fernsinne, in eine Welt der Distanzen sich weiterentwickeln. Diese Entstehung einer Ferngesellschaft hat natürlich weitreichende Konsequenzen, sowohl für die psychische Struktur des Subjekts, wie auch für die klassischen Begriffe wie Moral. Die klassische Moral hat er noch gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein typisches Gebot einer Höhlengesellschaft, einer Nahgesellschaft, die auf Nachbarschaft aufbaut, auf Community. Die Gemeinschaften, die wir bisher erlebt haben, waren entweder biologisch begründet im Tierreich oder sie waren ideologisch begründet. Gemeinsame Hautfarbe, gemeinsame Rasse, gemeinsame soziale Klasse, gemeinsames Geschlecht, gemeinsame Sprache. Diese ideologischen, sozialen und biologischen Ursachen der Gemeinschaft gehen verloren, weil wir zunehmend in der Telegesellschaft zu einer Kommunikationsgemeinschaft werden, die rein technisch begründet ist. Das Netz, die Netzgesellschaft, die Netzwerkgesellschaft ist die erste, sind die ersten Anzeichen so einer rein technisch begründeten Kommunikationsgemeinschaft, wo eben die üblichen Kriterien der Differenz und des Zusammenschlusses eben nicht mehr diese entscheidende Rolle spielen werden. In der Kommunikationsgemeinschaft kann man verbergen, welcher Klasse man angehört. Man kann verbergen, ob ein Mann oder Frau ist. Man kann verbergen, auch welcher Generation man angehört. Sondern es ist einzig und ausschlaggebend der Zugang und die Mittel über diese technischen Medien. Heute ist es natürlich so, dass in Wirklichkeit Großteile der Welt
würde man sagen, 70% der Weltbevölkerung noch vom Zugang zu diesen Medien ausgeschlossen ist. Das heißt, es wird eine neue Art von Klasse geben, Klassengesellschaft in der Mediengesellschaft der Zukunft. Leute, die Zugang haben zu diesen technisch begründeten Kommunikationsgemeinschaften und Leute, die nicht Zugang haben. Und zwischen diesen Klassen wird es enorme Spannungen geben. Ja. Es werden nämlich die technisch begründeten Kommunikationsgemeinschaften ausgeschlossenen Teile der Weltbevölkerung dagegen protestieren. Ich glaube sogar relativ kriegerisch protestieren. Das heißt, es wird in der Zukunft zu einem Kampf kommen, nicht zwischen Kontinenten, sondern zwischen Kommunikationsgemeinschaften, die alle mitsammen sagen, das, was wir technisch bedingt kommunizieren, wird ja in Wirklichkeit verwandelt. Die Kommunikation verwandelt ja das Künstliche in das Natürliche. Die Kommunikation, die technisch bedingte Kommunikation verwandelt ja das Fiktive in das Reale, das Virtuelle in die Wirklichkeit. Das heißt, die Umwandlung, diese Wechselwirkung von virtueller Realität in die Sinnestat, das geschieht durch Kommunikation. Und nicht mehr wie bisher durch Kommunikationsgemeinschaften, die auf Religion, auf Sprache, auf Nation aufgebaut sind, sondern wir sehen das heute schon in den globalen Fusionen, auch wenn es jetzt noch dabei zu riesigen Schleudermanöver kommt, dass das Ganze noch wackelt. Ja. Aber insgesamt die Ansätze der Netzwerkgesellschaft, die Ansätze transnationaler Firmen, die Ansätze globaler Funktionen zeigen, ja, dass eben nicht mehr die bisherigen Kategorien der Nähe, Nation, Rasse, Sprache gelten, sondern dass andere, im Augenblick leider ökonomische Bedingungen, aber dass andere Bedingungen, eben vor allem technische Bedingungen, dazu führen werden, wie sich Kommunikationsgemeinschaften entstehen. Und es wird ein Kampf darum entstehen, wer diese Kommunikationsgemeinschaften dominieren kann. Das sozusagen sind die nächsten Bedingungen eben einer fairen Gesellschaft. Sie sehen eben hier einen virtuellen Raum. Ja. Das ist der reale Raum des ZCam. Ja. Ja, das ist der Grundriss. Ja. Da sieht man auch, wo ich jetzt bin. Ja. Da kann ich dann herumfahren. Ja. Und kann mir einen dieser Räume dann aussuchen, wo ich dann in Form einer Biene eben in diesen virtuellen Räumen kommuniziere. Wir sehen schon heute Vorstufen des virtuellen Raumes. Ja. Also das Kino war eine Vorstufe, das Fernsehen war eine Vorstufe. Das Kino war aber die kollektive Rezeption eines Bildes an einem Ort. Das Fernsehen hat schon gezeigt, die Möglichkeit einer kollektiven Rezeption nicht an einem Ort, sondern disloziert, distribuiert. Die virtuelle Realität der Gegenwart ist wiederum an einen Ort gebunden, zum Beispiel durch ein Spiel. Es wird aber gelingen, eine Art neuer Projektor. Es wird zu distribuierten, verteilten virtuellen Realität kommen. Hunderte Leute werden gemeinsam in den virtuellen Raum eintreten, wie wir es heute schon erleben, in diesen Online-Spielen, diesen Telespielen. Das heißt, man wird vor dem Bildschirm sitzen und subjektiv in diesen Raum hinter dem Bildschirm eintreten. Wir werden, in der heutigen Welt ist es ja so, ich bin Teil dieses Raumes, den ich erblicke. Ich bin Teil des Systems, das ich beobachte. Sehen Sie, wenn ich hier im Raum bin, im realen Raum, bin ich Teil dieses realen Raumes. Bisher war das so in der Bildwelt, dass ich ein externer Beobachter war. Ich habe eben sozusagen am Bild selbst nicht teilnehmen können. Das Ziel ist aber, dass ich sowohl externer Beobachter wie auch interner Beobachter bin. Interner Beobachter heißt, ich bin Teil des Systems, das beobachtet. Ich bin Teil des Bildes. Ich bin im Bild drinnen. Und dieses Bild wird eben zunehmend dreidimensionale Illusionen erwecken können. Ja. Dieses Bild sozusagen wird Teil werden meines realen Raumes. Und das Wichtige ist so, sehen Sie, bei diesem Bild hier, dann kann ich das Bild selbst nicht ändern. Ich bin ja externer Beobachter, das klassische Kino. In der neuen bin ich eben auch im Bild und mein Verhalten wird das Verhalten des Bildes ändern.
Und umgekehrt wird das Verhalten des Bildes meine wirkliche Welt ändern. Das heißt dann Reversibilität. Also es gibt in der zukünftigen virtuellen Welt, gibt es erstens einmal die Virtualität der Informationsspeicherung. Die Information ist nicht eingesperrt wie bisher bei der Fotografie und bei Film und Video, dass ich die Information nicht löschen kann. Ich kann beim Computerbild, im virtuellen Bild, die Information jederzeit ändern. Dadurch entsteht auf die Virtualität der Informationsspeicherung, entsteht die Variabilität des Bildinhaltes. Ich kann den Bildinhalt steuern. Nach dieser Variabilität des Bildgehaltes kommt es zur Viabilität des Bildverhaltens. Das Bild wird sich verhalten lebensähnlich, wie ein lebendes System. Lebensähnlich heißt, wenn zwischen dem Input in ein System und dem Output des Systems kein exakt vorhersehbarer deterministischer Plan besteht. Eine Katze beispielsweise ist so ein lebendes System. Ich kann der Katze auf den Schwanz steigen, aber wie die Katze sich verhält, ist nicht exakt determinierbar. Die weiße Katze wird sich in keine schwarze verwandeln und eine schwarze Katze wird kein Löwe werden, aber ich weiß nicht, ob die Katze davonläuft oder ob die Katze mir entgegenspringt. So wird es sein bei der Welt der Bilder der Zukunft. Ich gebe den Input in das Bild als Verhalten, als Beobachter mit meinem Verhalten und ich kann nicht exakt voraussagen, wie das Bild sich verhalten wird. Das Bild wird lebensähnliche Eigenschaften haben. Das heißt, ich bin im Bild drinnen und das Bild benimmt sich wie ein lebensähnliches System. Und dadurch werde ich imstande sein, dass ich auch in dieses Bild selbst dann in einen Verbund von Bildern auswandere. Und dass mein Verhalten eine Wirkung hat auf das Bild und das Verhalten des Bildes hat eine Wirkung auf mich, was ich nenne Reversibilität. Also wir haben jetzt 4 Begriffe: Virtualität der Informationsspeicherung, Variabilität des Bildinhalts, Viabilität des Bildverhaltens und viertens noch Reversibilität des Verhältnisses von Bild und Wirklichkeit. Also das heißt, die Bildwelten, die virtuellen Realitäten werden ähnliche Eigenschaften haben wie die realen Welten. Es wird auch dort gelten das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich bewege mich in den virtuellen Raum und es wird einen Effekt haben auf die wirkliche Welt. Und mein Verhalten in der wirklichen Welt wird einen Effekt haben auf das Bild. Also es wird zwischen Bildwelten und realen Welten, oder genauer gesagt zwischen virtuellen Realitäten und den normalen sinnlichen Realitäten, wird es eben Wechselwirkungen geben und sie werden immer ununterscheidbarer werden. Noise. Jet Sound. Zu einer wesentlichen Vision der Mediengesellschaft gehört die Auswanderung der Menschen in den virtuellen Raum. Man hat eine lange Zeit geglaubt, in der Science-Fiction-Fantasie des 19. Jahrhunderts, dass der Mensch auswandern wird in das Weltall, in das All. Ja. Ich bin in diesem Raum drinnen. Ne. Diese Biene, das bin ich. Ja. Ich fahre sozusagen jetzt, ich fliege durch das virtuelle Museum, das ZCAM. Diese Auswanderung in das All, in das Weltall, die wird vielleicht in 1000 Jahren stattfinden. Aber was in den kommenden Jahren stattfinden wird, ist klarerweise die Auswanderung in den virtuellen Raum. Das ZCAM aufgebaut ist dieses Museum. Jetzt fahre ich sogar rüber nach rechts, sehe hier erspiele neue Objekte, bewege mich auf diese Objekte zu. Ich fahre sogar über den Titel, mit der Rampe hinaus. Aber wie Sie sehen, ich werde verhindert. Ich darf gar nicht drüber fliegen, ich darf nicht abschätzen. Sie sehen rechts sozusagen jetzt noch einmal die andere Seite des Raums drüber. Schauen wir mal, ob ich da drüber fliegen kann. Das gelingt mir nicht. Ich bin sozusagen Absturzgeschichte. Jetzt fahre ich auf die andere Seite des Raumes rüber. Das heißt, die Erde wird unwirklich werden. Und die Unwirklichkeit der Erde wird nicht kommen, indem man die Erde verlässt, sondern indem man eben einfach in beschränkten, bunkerartigen Zellen auf diesem Globus leben wird und das sich ausleben wird, seine Bedürfnisse im virtuellen Raum. Eine Beziehung, die ist aber jetzt nur eine Richtung, nämlich vom Betrachter zum Bild. Ich bewege mich, jetzt sehe ich jetzt weiße Ballons. Die kann ich jetzt abschießen. Eins, fahren sie runter. Ich muss jetzt versuchen, dass ich sie erwische. Die Ballons sind wie entwischt. Es gibt die Musiker, die Komponisten, das braucht einen Dirigenten. Es ist ein kollektives Werk, wo jeder seinen Teil bewerkstelligen muss. Und diese kollektive Prozedur, diese kollektive Praktik wird sich immer mehr ausdehnen mit den neuen Medien. Es wird auch die Frage des Schöpfers, der noch einmal sagt, ich kann eine Welt in ein Bild zwingen, ich kann eine Welt in ein Kunstwerk, ein geschlossenes Kunstwerk bringen. Auch das wird sich verändern. Es wird sich auch der Begriff des Originals verändern. Wir sehen das heute schon, wenn jemand wie Andy Warhol ein Foto nimmt von irgendjemandem,
und die Quelle verheimlicht, ein Autor dieses Foto verheimlicht, aber dieses Foto nimmt und dann daraus einen Siebdruck macht und das millionenfach dann transportiert oder tausendfach, hunderttausendfach dann aufträgt, ja, dann ist es teilweise so, dass nur am Schluss eine Signatur steht, ja, und das ist noch der letzte Rest an bürgerlicher Ontologie, das draufsteht Andy Warhol, damit dafür auch entsprechender Preis bezahlt wird. Aber Andy Warhol hat im Grunde kein einziges Bild gemacht, ne, sondern was wir von ihm sehen, die Zeitungsbilder, ja, die Todesbilder, ja, die Coca-Cola-Bilder, die Warenbilder, das sind Bilder aus der Welt der Reproduktionen. Ja. Das heißt, die Reproduktion, ja, das Reproduziertsein hat schon längst das Sein ersetzt. Die Kopie hat schon längst das Original ersetzt. Es gibt in der Musik ganze Verfahren, ja, eben vom Sampling angefangen, ja, bis zu Quellen vielen anderen Quellen der computergestützten Technomusik, ja, wo die Töne niemand sozusagen, oder die Coververfahren, ne, die DJ-Verfahren, ne, wenn man bestimmte Musik schon nimmt und der DJ tut es dann sozusagen mit modernen Methoden durchwurschen. Ne. Das heißt, der Begriff des Originals verliert immer mehr an Bedeutung. Das heißt nicht, dass nicht noch individuelle hervorstehende Leistungen gemacht werden können. Aber diese besonderen Leistungen und die Musik, die sind noch differenziert von anderer Musik, ja, ist aber zurückzuführen auf lange Prozesse der Aneignung, der Appropriation. Ja. Und wir haben heute sehr viele radikale Künstler, ja, eben von der Cindy Sherman bis zu anderen, ja, die eben solche Aneignungsverfahren bewusst machen. Ja. Eben, dass wir auch eben den Begriff des Originals genauso vergessen müssen wie den Begriff des Individuums. Ja. Sondern es wird Klonen, Kopien, ja, setzen sich nicht auf der biologischen Ebene, sondern auch der geistigen, immateriellen Ebene werden hier neue Möglichkeiten, Operationsmöglichkeiten entworfen, angeboten. The people who you think are radical. Dieser Wechsel von der Nahgesellschaft in die Ferngesellschaft kann auch symptomatisch gelesen werden im Wechsel von der Moderne zur Postmoderne. Ja. Beispielsweise ist die Moderne ja zum großen Teil auch ein Katalog von Verboten und Geboten. Ja. Was du tun darfst, was du nicht tun darfst, ja, wovor du dich fürchten musst. Beispielsweise Big Brother war eine Version, wir sollen Angst haben, ja, vor der großen Überwachungsmaschine. Heute leben wir in der Postmoderne, dass das eben der Titel Big Brother heißt, eben etwas ist, was wir genießen dürfen und sogar sollen. Man kann also so sagen, das, was uns früher verboten wurde, wird heute geboten. Ja. Wenn du früher Angst haben solltest, vor etwas Angst haben solltest, sollst du es heute genießen. Früher hat man beispielsweise gesagt, geh nicht in das Rotlichtmilieu. Heute sagt man die sogar umgekehrt, du musst es genießen. Ja? Du sollst, du darfst, ja? Das sind die neuen Slogans. Verglichen zu denen, die man früher gehabt hat. Du darfst nicht und du musst. Ja? Das Inzestverbot beispielsweise als einer der strengsten, fundamentalsten Indikatoren, ja, wie eine Gemeinschaft der Nähe konstituiert wird. Das ist klar, wenn ich eine Höhle lege, macht es genetischen Sinn, auch wie im Beispiel der Arche Noah avisiert, dass ich nicht mit denen eine genetische Gemeinschaft mache, das heißt also nicht mit denen schlafe, das heißt eine genetische Gemeinschaft der Nähe, weil es hier zu bestimmten Problemen der Degeneration kommen könnte. Ja. Dieses Gesetz gilt natürlich nicht mehr, ja, wenn ich global als Agent von Chromosomen agieren kann. Das Inzestverbot gilt für eine Kommunikationsgemeinschaft, ja, eben der Nähe, wo eben der Mensch ein Agent der Chromosomen ist. Und ich werde quasi entlassen, ja, aus dieser Komplizenschaft mit den Genen, sozusagen, ich kann die Gene jetzt global versteuern, nicht mehr nur in einer Höhle. Ja. Und das sind alles Umwälzungen, deren Aufrisse, deren Brüche wir ständig erleben. Also dieser Wechsel, ja, zwischen Verbot, ja, zu Gebot, zwischen musst und sollst, ja, zeigt uns schon an, dass diese gesamte Werteskala, ja,
die die Gesellschaft verschweißt haben oder verschränkt haben, dass diese Werteskala nicht mehr gilt. Eben aus dem Grund, ja, weil es eine Werteskala war, die immer auf einer Gemeinschaft der Nähe aufgebaut war. Ja. In dem Augenblick, wo diese Nähe nicht mehr gegeben ist, in dem Augenblick, wo die Sinnesdaten eben nicht mehr durch Nahsinne prozessiert werden, sondern die Konstruktion der Welt durch unser Gehirn in der Hauptsache prozessiert wird durch Ferndaten, nicht nur Ferndaten des Auges und des Ohrs, sondern durch Maschinen, ja, beginnt auch eine gewisse Art von Enteignung. Weil in Wohnzimmern, wenn ich sitze, sehe ich nur mit eigenen Augen das Mobiliar. Wenn ich in den Fernsehapparat schaue, dann sehe ich dort Bilder, die sehe ich nicht mehr mit eigenen Augen, ja, sondern ich sehe nur sozusagen also wir kennen ja den Begriff, ja, die Verbraucherkette. Also am Ende sozusagen einer Kette, ja, einer Nahrungskette sitzt der Verbraucher. Ja. Wir sind am Ende einer Art Datenkette. Ja. Wir sitzen im Wohnzimmer, aber vor uns, ja, gibt es eine lange Kette von Kameraleuten, wie auch hier, von Kameras, die dort Bilder aufnehmen. Also schon mit Fernmaschinen werden Daten prozessiert, dann über Datenleitungen, Satellit, Funk, Fernsehen und so weiter, kommen sie in mein Wohnzimmer und ich bin dort am Ende eben der Datenkette. Ja. Und der Mensch sozusagen ist dann nur mehr das Peripheriegerät, ja, innerhalb des Netzwerks von Daten, ja, von Datenverschränkungen und Datenverkettungen. Ja. Und dieses Subjekt, ja, das nur mehr ein Agent ist, ja, innerhalb des einer global verzweigten Datennetzes, ja, kann natürlich nicht mehr sozusagen das gleiche Subjekt sein, das früher her gewesen ist, ja, von lokal begrenzten, lokal gebundenen Universen.